Seit 75 Jahren ermöglicht Fulbright Austria den akademischen und kulturellen Austausch zwischen den USA und Österreich. In diesen fast 8 Jahrzehnten ist unsere Mission gleich geblieben. Aber durch wirtschaftliche, gesellschaftliche und technologische Änderungen ist die Fulbright-Erfahrung der Teilnehmerinnen heute ganz anders, als sie für frühere Generationen war. Um mehr über die Erfahrungen der ersten Generationen von Fulbright Austria Alumna und Alumni zu lernen, haben wir uns mit Eduard Edi Rauchdobler getroffen, der Anfang der 1970er als Fulbright-Student ein Jahr in den USA verbrachte. Wann und wie man eine Verbindung zu den USA etabliert, ist bei jeder Person anders. Für Edi war Fulbright nicht das erste Mal, dass er mit den USA in Berührung gekommen ist. Schon in seiner Kindheit hatte er eine Verbindung zum Land. Ich bin also im Innviertel aufgewachsen, geboren zu Kriegsende, und das Innviertel war von den Amerikanern zu meiner Kindheit und zu meiner Schulzeit besetzt. Ich habe die Soldaten bewundert, weil die haben uns hin und wieder eine Schokolade gegeben, und in der Schule wurde unsere Mittagssuppe sogar von den Amerikanern bezahlt. Das hat beeindruckt. So bin ich aufgewachsen in dieser amerikanischen Besatzungszone, habe dort meine Hauptschule in Ried im Innkreis gemacht und später dann eine kaufmännische Lehre und eine kaufmännische Ausbildung in Linz, habe dort 7 Jahre gearbeitet und bin dann nach Wien gegangen, um dort meine Matura nachzuholen und mich für ein Studium vorzubereiten. Und ich habe dort im sogenannten Europahaus gewohnt. Das war ein Haus für junge Menschen, die eine zweite Ausbildung machen wollten, für Ausländer, die Fuß fassen wollten mit einem Studium in Österreich. Und ich habe so viele interessante Leute kennengelernt und unter anderem auch sehr viele Amerikaner, die dort im Gästehaus des Europahauses gewohnt haben, mit denen ich Freundschaft geschlossen habe und wo mein Wille gewachsen ist, was ich als Kind schon wollte, einmal nach Amerika zu gehen. Ja, und die Studenten damals, die haben mich motiviert, wir haben nächtelang diskutiert, und die Gruppenleiterin der Amerikanerin hat gesagt, ja, ich gebe dir Adressen, da kannst du dich irgendwo bewerben bei verschiedenen Colleges und Universitäten, um ein Studium in Amerika zu machen, und zugleich kannst du dich auch bei Fulbright bewerben, die dich in deiner Applikation unterstützen. Das war der Beginn, und ich habe das dann nach meinem Studium, das ich dann in Linz angeschlossen habe, auch gemacht und hatte das Problem, dass ich meine bisherigen Studien als Undergraduate Studies akzeptiert bekommen musste und wurde letztendlich von der Universität Texas Tech und von Fulbright akzeptiert. Edi war 1971 und 1972 als Fulbrighter in den USA. Und fast 55 Jahre später sind die Erinnerungen seiner Fulbright-Erfahrung noch sehr tief verankert. Für mich war es eine ganz große Erfahrung. Zum ersten Mal bin ich in einem Flieger von New Jersey nach Chattanooga gesessen, habe mich überhaupt nicht ausgekannt, weil ich ja mit dem Schiff nach Amerika gekommen bin. Dann die Erfahrungen mit meiner Host Family in Chattanooga, mit den vielen Kindern und den vielen Fragen und den vielen Besuchen in der Umgebung, der Aufklärung über den amerikanischen Bürgerkrieg, der sich dort offensichtlich an den Stadtmauern abgespielt hat. Das war alles sehr einprägsam. Letztendlich bin ich weitergefahren nach Lubbock, Texas, weitergeflogen, hatte dort wieder durch Fulbright beigestellt eine Host Family, die mich am Flughafen abgeholt hat und dort voll betreut hat. Das Leben, das hat sich für mich im College Inn abgespielt. Ja, und im College Inn hat es natürlich auch die verschiedensten Freundschaften gegeben. Dominiert war die Zeit aber doch unter Präsident Johnson und dem Vietnamkrieg. Es gab viele Leute, die kamen mit Krücken zum Studium zurück aus dem Vietnamkrieg. Ich hatte auch Vietnamesen, mit denen ich Schach spielte, die sehr gut waren, wo ich eigentlich
zu Beginn immer gewonnen habe, dann habe ich einmal verloren und dann habe ich gegen diesen Vietnamesen immer verloren. Weil der das mit seiner Überzeugung gemacht hat. Ja. Aber dominant war also wirklich dieses Thema überall in der gesamten Jugend, wie furchtbar sich dieser Krieg auf die Jugend, auch auf die jungen Soldaten damals ausgewirkt hat. Das Leben als solches war natürlich grandios, weil wir sind von Lubbock nach New Mexico gefahren zum Skifahren. In der Ebene, in diesem Llano Estacado, da hat man die Stadt gesehen, da hat man noch über eine Stunde fahren müssen, weil das ganz flach wie ein Meer war, das Llano Estacado. Wir sind also in diese Ausbildungszentren von der NASA gefahren, die waren auch dort wo in der Nähe. Mein Freund hat sogar ein Interview mit den Herrn von Braun gehabt zu der damaligen Zeit. Ja, und wir waren in Amarillo und in der ganzen Umgebung. Und das war natürlich sehr, sehr erbauend, vor allem auch durch diese Host Family und die Host Students. Heutzutage nimmt man entweder am Austrian Fulbright Student Program teil, um einen Master abzuschließen, oder aber am Austrian Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program, um Deutsch als Fremdsprache zu unterrichten. Für Edi war es damals möglich, diese 2 Schienen gleichzeitig zu befahren. Aber das erfuhr er erst, nachdem er schon in Texas angekommen ist. Es war natürlich so, ich bin dort angekommen an Texas Tech. Ich hatte natürlich die Zusage, dass ich ein Teaching Assistantship in German and Slavonic Languages bekomme. Und ich habe dort für die Beginners 6 bis 7 Stunden Deutsch pro Semester unterrichtet und habe mir dadurch meinen Aufenthalt finanzieren können. Daneben habe ich als Grundbedingung immer gesagt, ich möchte Business Administration studieren. Und beim Enrollment in dieses Studium war ein Dr. Luxinger, das war dort der Chairman, der stand mir als Berater zur Verfügung und hat gesagt, Eddie, if you want and if you want to work hard, you can try to make a master degree if you include the summer school. Das war für mich eine ganz große Eröffnung und ich setzte alles daran, dass ich in diesen 3 Semestern sozusagen einen Master of Business Administration nach Möglichkeit machen kann. Und das immer unter Begleitung und den Tipps von Dr. Luxinger. Das war eine ausgezeichnete Einführung, denn ich wusste von der ersten Stunde an genau, was ich zu machen habe, was ich zu inskribieren habe und was ich wie stark zu studieren hatte. Daneben arbeitete ich im Department of German Languages und wir hatten dort auch einen sehr interessanten Chairman und sehr interessante Professoren. Die Fulbright-Erfahrung ist mehr als nur ein Studium. Auch danach spürt man die positiven Auswirkungen der Teilnahme am Fulbright-Programm. Ich hatte dann wirklich das Glück, dass ich mit einem Master of Business Administration abschließen konnte. Ich bin dann nach Österreich zurückgekommen und habe mich bei einigen Firmen beworben, weil ich hatte ja schon 7 Jahre Erfahrung im Lebensmittelhandel, bevor ich mein Studium begann. Und die überwiegende Antwort war, ich sei ein bisschen für ihren Betrieb zu überqualifiziert durch meinen Master of Business Administration. Letztendlich wurde ich bei der Nährmittelfabrik Eduard Haas fündig. Sie nahmen mich sozusagen als Assistent in die Verkaufsleitung der Firma auf und das war der Vertrieb von Markenartikeln wie Kellogg-Cerealien, Vasa-Knäckebrot, After Eight und ich habe quasi dort das Produktmanagement für Österreich gemacht. Diese Tätigkeit führte ich 3 Jahre aus, dann ist dieser Bereichsleiter verstorben und ich übernahm dann dort die Bereichsleitung, führte diese für 4 weitere Jahre durch, aber mir war der Kreis ein bisschen zu eng. Das hat sich immer alles nur auf Europa bezogen. Ich wollte ein bisschen mehr, ich wollte in die Welt hinaus. Und so habe ich mich beworben in der Firma Föstalpine Intertrading. Die suchten damals
einen Aufbau ihrer Lebensmittelabteilung und ich wurde engagiert zum Aufbau einer einer Lebensmittelabteilung, die sich als Nahrungs- und Futtermittelgruppe entwickelt hat und war dort dann für meine nächsten 25 Jahre tätig als Trading Manager für den Aufbau und den Bereich Nahrungs- und Futtermittel. Ich habe von null dort begonnen. Es waren vielleicht 2 Verträge da. Und als ich nach 25 Jahren die Firma verlassen habe, hatten wir ein physisches Umsatzvolumen von ca. 400.000 Tonnen Reis im Jahr physisch verschifft, weltweit, von Vietnam, Thailand, Burma, Uruguay, nach Westafrika, in den Iran, nach Syrien und in die arabischen Länder. Ich war auch verantwortlich für den Export von US-Getreide und wir machten in einem Jahr uns zum viertgrößten Exporteur von US-Getreide aus den USA. Daneben war eine Säule das Getreide aus Südamerika und wir haben auch das Sourcing in Russland, in Kasachstan und in der Ukraine ausgebaut und haben dieses Getreide vor allem in den Nahen und Mittleren Osten verschifft. Das war das Volumen und da hat mir natürlich das Studium in den USA sehr geholfen, weil alle meine Verträge wurden letztendlich auf internationalen Vertragsklauseln auf Englisch aufgebaut und abgewickelt. Und nach Ende dieser Tätigkeit als Trading Manager hat mein Geschäftspartner in Südamerika gesagt, Edi, du tradest von der Früh von Vietnam bis Peru, da hast du 6 Stunden nur Zeit zum Schlafen. Ich schlage dir vor, wir machen ein neues Projekt, hör ein bisschen früher auf. Und wir haben dann noch die sogenannten Mountain Lodges of Peru gegründet. Wir haben dort Mountain Lodges im Salcambay gebaut. Das waren insgesamt 4 Lodges in einem Schritt. Haben daneben in der Folge noch Hotels eröffnet und noch 3 andere Lodges im Lares-Bereich, das bis heute existiert. Nach dem Gespräch über Edis eigene Fulbright-Erfahrung wollten wir wissen, welche Ratschläge er für zukünftige Bewerberinnen hätte. Mein wirklicher Rat für Menschen, die Amerika studieren wollen, ist zunächst, sich wirklich mit der amerikanischen Kultur und mit der amerikanischen Lebensweise auseinanderzusetzen, um zu wissen, wie das Leben dort läuft, wie das Studium läuft. Das läuft nämlich ganz anders als in Europa. Ja, ist viel persönlicher, erfordert sehr viel persönliches Engagement. Und darum ist es so wichtig, sich wirklich gut vorzubereiten. Nicht nur auf das Studium, sondern auch auf das Interview, wahrscheinlich mit der Fulbright Commission. In diesem Zusammenhang, glaube ich, ist es also auch gut, dass sich diese Applicants vorher schon in Kontakt treten mit möglichen Universitäten, die ihnen zusagen, um ein abgerundetes Bild zu haben. Ja, und aus meiner Erfahrung, get also in contact with American students in Europe, how they feel and what they do, in order to achieve a good result also in the States.